Liebes Publikum, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu Fokus LMU, der Ringvorlesung der Ludwig-Maximilians-Universität im hybriden Format. Mein Name ist Arndt Brendecke und ich habe die Freude und Ehre, Sie heute Abend durch das Programm zu führen und die Veranstaltung zu moderieren. Ich selbst bin Historiker für eine Zeit, in der die Geschichte erstmals wirklich global wurde, als Amerika entdeckt wurde, Schiffe die Erde umsegelt haben, große Handelsnetze begründet wurden und Kolonialreiche entstanden. Heute aber ist meine Aufgabe die der Moderation und dazu möchte ich dank der Media School Bayern, die es ermöglicht macht, dass wir das im hybriden Format tun, zunächst mal Sie als Publikum hier im Saal in der großen Aula der LMU begrüßen, dann aber auch die online zugeschalteten, die wir, darauf möchte ich auch hinweisen, nicht sehen und direkt hören können. Sehr wichtig ist es aber, dass wir, bevor wir ins Thema einsteigen, uns auch nochmal bedanken, und zwar bei der Münchner Universitätsgesellschaft, deren Vorsitzender Professor Peter Höppe heute bei uns ist. Die Münchner Universitätsgesellschaft unterstützt diese Veranstaltung, deswegen ist es mir ein Anliegen, Ihnen, Herr Höppe, das Wort zu übergeben. Vielen herzlichen Dank, Herr Brendecke. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin sehr glücklich, dass auch ich Sie heute begrüßen darf im Namen der Münchner Universitätsgesellschaft, der Förderverein seit über 100 Jahren der Ludwig-Maximilians-Universität München. Wir haben auch eine lange Tradition, Veranstaltungen wie die Ringvorlesung Fokus LMU zu unterstützen, denn diese Ringvorlesungen erfüllen eine Aufgabe, die auch wir als eine primäre Aufgabe unserer Gesellschaft sehen, nämlich Brücken zu bauen zwischen der Wissenschaft hier an der LMU und der Gesellschaft. Meine Damen und Herren, wenn auch Sie uns und damit die LMU unterstützen wollen, dann die Bitte an Sie, werden Sie doch Mitglied der Universitätsgesellschaft und fördern Sie Ihre Alma Mater. Das ist sicher etwas, wo Sie nicht nur unterstützen, sondern auch selber in den Genuss von vielen Veranstaltungen kommen, die wir ganz speziell für unsere Mitglieder durchführen. Ja, soweit der Werbeblock und nun zurück zum spannenden Teil des heutigen Abends. Ich freue mich schon sehr auf die Diskussion zu einem wirklich hochinteressanten und spannenden Thema. Herr Brendecke, ich gebe an Sie zurück. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Höppe. Ja, meine Damen und Herren, in der Ringvorlesung Fokus LMU geht es immer um ein drängendes, spannendes Thema unserer Zeit. Heute ist es das Thema der Deglobalisierung. Deglobalisierung ist ja zunächst nichts anderes als eine Inversion der Globalisierung, aber dieser Vorgang hat sehr viele Effekte auf unsere Gesellschaft, auf unsere Politik und auch auf unsere Wirtschaft. Es ist ein Vorgang der Abnahme, des globalen Austauschs, der Reduzierung der Kontakte, der Entflechtung und vielleicht auch des Rückzugs auf bestimmte lokale, regionale oder kontinentale politische und kulturelle Standpunkte. Und dieser Vorgang geht uns alle in verschiedener Weise an und in verschiedenen Dimensionen. Und entsprechend ist auch die Veranstaltung heute aufgebaut. Wir werden Inputs von 3 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern hören, und zwar zunächst von einer Wissenschaftlerin, die die Volkswirtschaft vertritt, dann von einer Wissenschaftlerin, die die Perspektive der Ethnologie erläutert und schließlich von einem Historiker, der sich seit langem mit Globalisierung und auch mit Deglobalisierung beschäftigt. Technisch funktioniert die Ringvorlesung auch als Dialog und dafür haben Sie als Publikum hier im Raum die Möglichkeiten, Fragen zu stellen, die ich dann entsprechend auch an unsere Diskutanten hier auf der Bühne weitergeben werde. Und für die Online-Gäste besteht ebenfalls die Möglichkeit, dass sie Fragen stellen, und zwar in der Zoom-Funktion Fragen und Antworten im Zoom-Fenster in der unteren Leiste. Jetzt aber ist es mir eine Freude, zunächst unsere erste Input-Referentin
Professor Dr. Claudia Steinwender zu begrüßen. Claudia Steinwender ist nach Stationen in Wien, London, Princeton und Boston seit 2021 Professorin für Innovation und internationalen Handel hier an der so starken volkswirtschaftlichen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität. Zuvor war Claudia Steinwender Assistenzprofessorin an der MIT Sloan School for Management und der Harvard Business School. Ihre Forschungsschwerpunkte sind unter anderem internationaler Handel, Unternehmensproduktivität und Innovation, Organisationsökonomie und Wirtschaftsgeschichte. Sie haben das Wort, Frau Kollegin. Vielen Dank für die nette Vorstellung und ich freue mich auch sehr, heute hier zu diesem Thema mit Ihnen sprechen und diskutieren zu dürfen. Globalisierung bedeutet ja Unterschiedliches für unterschiedliche Personen und ich möchte dazu speziell aus der Sicht von Ökonomen sprechen. Wir Ökonomen, was verstehen wir unter Globalisierung und Deglobalisierung? Uns geht es darum, wie wirtschaftlich verflochten Länder miteinander sind, speziell in Bezug auf Handelsströme, aber auch in Bezug auf Kapitalmarktverflechtungen beispielsweise oder in Bezug auf Migration. Ich bin Handelsökonomin und möchte Ihnen zuerst mal zeigen, wie wir die Globalisierung und Deglobalisierung messen. Wir schauen uns nämlich meistens erstmal die Handelsströme an. Und das sehen Sie hier auf dem Bild, das ich mitgebracht habe. Auf der durchgehenden Linie haben wir die Summe, das aggregierte Handelsvolumen aller Länder der Welt, also hier die Weltexporte. Und wenn Sie das so sehen, seit 1990 hat sich der Welthandel durchgehend nach oben bewegt, hat sich durchgehend gesteigert. Von einer Deglobalisierung ist eigentlich relativ wenig zu sehen. Es gibt zwei kleine Ausnahmen hier, zwei kleine Furchen in dieser Trendlinie. Die erste um 2009, das war natürlich die globale Finanzkrise. Und dann die zweite um 2020, wo wir die Covid-Krise hatten. Aber bemerkenswert ist, dass sich diese Einbrüche jeweils nur ein Jahr lang in den Daten reflektiert haben. Das Handelsvolumen hat sich im Jahr danach eigentlich wieder erholt und 2 Jahre später ist es jeweils wieder zum Trend zurückgekehrt. Nun gibt es noch eine andere Methode, Globalisierung zu messen, und zwar indem wir den globalen Handel in Bezug zum globalen Wirtschaftswachstum setzen. Und das sehen Sie hier in der strichlierten Linie. Das ist also der Welthandel geteilt durch das globale Bruttoinlandsprodukt. Und hier sehen Sie schon ein bisschen mehr eine Deglobalisierung. Wir sehen, dass sich der Welthandel expandiert hat, sehr stark von 1990 bis 2010 oder 2009 zur Finanzkrise und danach sich eher stabilisiert hat mit kleinen Ups und Downs, also mit Einbrüchen bei der Finanzkrise und bei Covid, aber doch relativ eher stabil gehalten im Bereich zwischen so 27, 28, 29% des globalen Wirtschaftsvolumens. Und nachdem wir hier also nicht von einer wirklichen Deglobalisierung sehen, also einen Rückgang des Welthandels, sprechen wir Ökonomen eher von einer Slowbalization, also einer Verlangsamung der Globalisierung, als von einer Deglobalisierung. Also wir sehen, es hat sich schon etwas geändert, so seit 2010 circa, aber es ist jetzt nicht ein dramatischer Rückgang. Nichtsdestotrotz möchten wir natürlich verstehen, welche Ursachen diese Veränderung hat, was hat das ausgelöst. Und ich glaube, wir würden sagen, dass es nicht den einen Auslöser gibt, der diesen Welthandel jetzt anders beeinflusst hat, sondern eigentlich hat sich das in 3 Phasen entwickelt, die unterschiedliche Auslöser hatten, sich aber dann im Laufe der Zeit verstärkt haben. Die erste Phase hat sich circa mit der Finanzkrise begonnen und hat sich sehr stark mit dem Thema Ungleichheit beschäftigt. Dann die zweite Phase sehr konzentriert zum Thema Covid und schließlich die letzte Phase mit dem Beginn des Ukraine-Krieges.
Beginnen wir mal mit der ersten Phase. Seit ungefähr dem Auftreten der Finanzkrise kam es dazu, dass immer mehr Stimmen laut wurden, die sich Sorgen gemacht haben über die Auswirkung der Globalisierung auf die Ungleichheit, auf die ungleiche Einkommensverteilung. Und das in zwei Dimensionen. Zum einen die weltweite Ungleichheit, die Einkommensverteilung über alle Länder. Und zum Zweiten auch die Ungleichheit innerhalb von verschiedenen Ländern. Also wer sind die Gewinner und wer sind die Verlierer der Globalisierung. Und diese Sorgen haben dann teilweise zu viel mehr Skepsis gegenüber Globalisierung geführt, haben zu mehr politischer Unterstützung für Maßnahmen geführt, die eher gegen Freihandel gerichtet waren, zum Beispiel Brexit, den Austritt von Großbritannien aus der EU 2016 und dann die Handelskriege, die Donald Trump in seiner ersten Präsidentschaft mit zuerst China und dann anderen Ländern begonnen hat. Mittlerweile wissen wir als Ökonomen sehr viel über diese Entwicklung und können nun auch zu dieser Skepsis sprechen. Also was hat Grundlage in den Daten, in dieser Zweifel über die Auswirkungen der Globalisierung auf Ungleichheit? Und da sehen wir 3 interessante Punkte. Der erste Punkt ist, dass sich die Ungleichheit, die globale Ungleichheit der Einkommen durch Globalisierung nicht verstärkt hat, sondern im Gegenteil sogar abgenommen hat. Und das kann man sehr klar hier rechts an diesem Bild erkennen, wo die Anzahl der Weltbevölkerung dargestellt ist, die in extremer Armut, also unter der extremen Armutsgrenze leben. Wir sehen, dass diese Anzahl sehr stark zurückgegangen ist seit 1990. 1990 hatten wir über 2 Milliarden Menschen, die in extremer Armut lebten, und diese Zahl hat sich bis heute fast halbiert. Dieser Rückgang ist vor allem in Asien zu sehen, wo asiatische Länder, China, Indien, aber auch andere Länder in Asien durch diese Teilnahme an globalen Wertschöpfungsketten Einkommensmöglichkeiten hatten, die ihre Einkommenssituation sehr stark verbessert haben. Auch Lateinamerika konnte davon profitieren. In Afrika ist die einzige Ausnahme, wo wir diesen Trend nicht sehen. Also die globale Ungleichheit hat durch die Globalisierung abgenommen, nicht zugenommen, und zwar relativ massiv. Das ist auch das Argument, was Ökonomen sehr lange sehr stark hervorgehoben haben. Dann hat man aber begonnen, sich noch mehr damit auseinanderzusetzen, wie es mit der Ungleichheit innerhalb von Ländern aussieht. Und hier sehen wir das Gegenteil. Die Globalisierung hat tatsächlich dazu geführt, dass es innerhalb von Ländern sehr starke unterschiedliche Einkommensentwicklungen gegeben hat. Da gab es zum einen die sehr kleine Elite, die Top 1%, 0,1%, 0,01%, deren Einkommen extrem stark gewachsen sind, während die untere Klasse oder die mittlere Einkommensklasse eher weniger profitierten oder sogar verloren haben. Speziell die untere Mittelschicht hat durch Verlagerung von Produktion nach Asien ihre Arbeitsplätze verloren. Das waren gut bezahlte Arbeitsplätze in der Industrie, die durch den stark boomenden Dienstleistungssektor nicht ganz aufgefangen wurden, weil dort die Arbeitsplätze sehr viel schlechter bezahlt wurden. Und Automatisierung hat da einen Anteil zu dieser Entwicklung getragen, aber auch die Möglichkeiten der Globalisierung. Und die dritten Fakten, die wir meistens uns ansehen, wir Ökonomen uns meistens ansehen zu diesem Thema, ist die Preisentwicklung. Also einer der großen Vorteile von Globalisierung ist natürlich, dass es die Verfügbarkeit von Produkten stark erhöht, dass es auch die Preise dieser Produkte senkt. Denn das ist ja auch der Grund, warum viele Unternehmen zum Beispiel ihre Produktion in Billiglohnländer verlagern. Diese Unternehmen geben dann nicht vollständig, aber teilweise diese Kostensenkungen an ihre Konsumenten weiter. Und das sehen wir auch, also Preise sind durch Globalisierung gefallen, allerdings nicht genug, um diese steigende Ungleichheit auszugleichen.
Und die Sichtbarkeit dieser Preisentwicklungen ist auch sehr viel schwächer als die Sichtbarkeit der Arbeitsplätze, die verloren gingen. Der Verlust der Arbeitsplätze war auch sehr viel konzentrierter als die Preisentwicklungen, von denen jeder profitiert hat. Das war so die erste Phase. Dann kam aber überraschend für uns alle die Covid-Pandemie. Und die hat dann eigentlich wieder völlig andere Sorgen über die Globalisierung transparent gemacht. Nun ging es um die Resilienz der globalen Lieferketten. Sind die resilient genug? Und welche Abhängigkeiten haben wir sind einzelne Länder von anderen Ländern Abhängigkeit? Diese Zweifel kamen auf ganz am Anfang speziell, als es dann große Lieferengpässe bei verschiedenen Produkten gab, vor allem natürlich medizinische Produkte, aber auch Produkte des täglichen Bedarfs, die durch dieses Homeoffice und durch das Speicherverhalten der Personen erhöht wurde. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, ich war damals in den USA und es gab plötzlich diesen Toilettenpapiermangel. Nirgendwo konnte man das kaufen. Ich kann mich erinnern, dass wir dann den Tipp bekamen, Sonntag früh um 6 Uhr beim lokalen Drogeriemarkt zu sein, weil da über Nacht eine neue Lieferung eingetroffen war von 4 Packungen und wir haben dann eine der 4 Packungen ergattert. Danach waren die Regale für den Rest des Tages wieder leer. Also diese Lieferengpässe waren dann plötzlich sehr ungewohnt in einer Welt, die durch stärkere Globalisierung eigentlich immer eine Verfügbarkeit von Produkten hatte. Das hat auch damit zu tun, dass dieser Covid-Schock in der Ökonomie, nennen wir solche Veränderungen in der Wirtschaft immer ein Schock, sehr komplex war. Zum einen hatten wir sehr stark erhöhte Nachfrage nach bestimmten Produkten, gleichzeitig auch einen negativen Nachfrageschock nach anderen Produkten, weil ja zum Beispiel Personen nirgendwo hingehen konnten, also Dienstleister wie Friseure, Restaurants, Fitnesscenter haben plötzlich gar keine Nachfrage mehr gehabt. Also sehr unterschiedliche Nachfrageverhalten und gleichzeitig auch negative Angebotsschock. Das bedeutet, Produktionseinheiten, Fabriken mussten geschlossen werden und es konnte nichts mehr produziert werden. Und dieses Zusammenspiel, dieser sehr komplexe Schock hat sich so verstärkt, dass es zu diesen extremen Situationen kam. Nun stellt sich natürlich die Frage, hat Globalisierung die Effekte der Pandemie verstärkt oder konnte Globalisierung diese Effekte abmildern? Und hier haben Ökonomen ein zweigeteiltes Bild, würde ich mal sagen. Zum einen war überraschend, auch für uns, wie schnell sich der Welthandel nach der Pandemie tatsächlich erholt hat. Natürlich in der Situation, wo es die Engpässe gab und jeder am liebsten morgen, aber spätestens nächste Woche diese Engpässe behoben sehen wollte, war da eine große Ungeduld. Trotzdem, innerhalb eines Jahres haben sich sehr viele Unternehmen umorientiert, haben neue Produktionslinien aufgemacht, konnten das Angebot sich auf die veränderte Nachfrage anpassen. Und dadurch hat sich der Welthandel eigentlich sehr schnell erholt. Das funktionierte dann im Verlaufe der Pandemie immer besser, weil die Covid-Wellen zeitverzögert in verschiedenen Ländern auftrat und dadurch konnte dieser Versicherungsmechanismus, die der globale Handel eigentlich hat, noch stärker auftreten. Gleichzeitig war auch zum Beispiel es sehr beeindruckend, wie global vernetzt die Entwicklung der Impfung zum Beispiel funktioniert hat, was auch eine Form von Globalisierung ist. Allerdings hat man in dieser Pandemie auch gesehen, dass einzelne Lieferketten doch tatsächlich abhängig von einzelnen Produzenten war, was auch etwas überraschend kam. Und wo sich da dann doch einige Schwächen gezeigt haben, wo das Bewusstsein nicht so da war, dass die Skalenerträge, die Skaleneffekte in einzelnen Industrien so stark waren, dass man wirklich alles nur mehr von einem Produzenten hat produzieren lassen und diese Abhängigkeiten kreiert haben. Kaum war die hatte man sich von der Pandemie erholt, kam auch schon der nächste Schock, Russlands Invasion der Ukraine. Und hier haben sich wieder neue Zweifel an der Globalisierung
entwickelt, und diese Zweifel, diese Sorgen kamen wieder aus einer leicht anderen Ecke. Denn nun ging es vor allem um nationale Sicherheitsrisiken durch Globalisierung. Das betraf dann Dinge wie einzelne Komponenten, die wir herstellen, können auch über Umwege für Kriegsmaterialien verwendet werden, oder Dinge wie können wir die Versorgung unserer Bevölkerung mit Öl und Gas sicherstellen, kann unsere Bevölkerung überhaupt warm, geheizt den Winter überstehen. Und gleichzeitig wurde Handelspolitik auch als Waffe irgendwo verwendet, also Sanktionen wurden auferlegt, in der Hoffnung, dass man Einkommensströme abschneidet, dass man die Entwicklung von militärischen Materialien unterbindet. Also hier wurden sozusagen Deglobalisierung als handelspolitische Waffe in einem militärischen Konflikt ermöglicht. In dieser Phase hat sich der Handel wiederum eher umorientiert, als dass er global gesenkt wurde. Wir nennen das Friendshoring, also die Welt wird heutzutage viel mehr in befreundete Länder und befeindete Länder unterteilt, und der globale Handel hat sich verlagert in regionalere Beziehungen. Der Fokus auf Industriepolitik ist sehr stark gewachsen. Das war ein Thema, das in der Ökonomie und in der Politik in den letzten Jahren eigentlich gar nicht so präsent war. Und der Fokus der Globalisierung ist nun eher die Erhaltung des technologischen Vorsprungs einer einzelnen Nation. Also wer ist der absolute technologische Führer in einer Industrie? Und wohingegen es davor eher darum ging, Globalisierung schafft Wert durch Arbeitsteilung, verschiedene Länder spezialisieren sich und wir können gemeinsam etwas Wert schaffen. Und heute ist im Gegensatz dazu ist jetzt der Fokus eben viel mehr auf diesen Wettbewerbsaspekt, wer ist der technologische Führer, der auch natürlich dann Auswirkungen auf den Lebensstandard der verschiedenen Länder hat. In Summe sehen wir also da jetzt, dass sich verschiedene Phasen, verschiedene Fragen, verschiedene Zweifel an der Globalisierung laut wurden. Wir sehen das nicht so sehr in den Daten. In den Daten sehen wir eher Verlagerungen als einen Rückgang des Handels. Aber und natürlich jetzt ist es leicht möglich, dass auch eine vierte Phase anbrechen wird. Mit der Wiederwahl von Trump als US-Präsidenten werden wir bestimmt wieder neue Entwicklungen sehen, die sich vielleicht auch wieder verstärken werden mit diesen Entwicklungen, die schon passiert sind. Aber die Frage ist auch so ein bisschen, was können wir jetzt schon lernen aus diesen vergangenen Phasen? Und ich glaube, 3 Sachen können wir lernen, können wir mitnehmen. Aus der ersten Phase können wir definitiv mitnehmen, dass wir uns viel mehr Gedanken machen müssen über die möglicherweise ungleichen Auswirkungen der Globalisierung auf unterschiedliche Leute. Und Politik sollte da die Aufgabe haben, das auszugleichen, und hat es sehr lange verabsäumt, das auszugleichen. Aus der zweiten Phase lernen wir, dass Lieferketten, diese Abhängigkeit von einzelnen Anbietern sehr viel stärker transparent gemacht werden muss und dass wir da viel mehr drauf aufpassen müssen. Und aus der letzten Phase lernen wir jetzt auch schon, dass wir eben Industriepolitik und Handelspolitik als gemeinsames Paket sehen müssen und nicht mehr als isolierte Politiken. Und das ist auch etwas, was unsere Politik uns in Deutschland, in Europa und auch auf der Welt jetzt sehr stark beschäftigen wird. Vielen Dank. Ich freue mich auf die Diskussion. Ja. Vielen herzlichen Dank an Claudia Steinwender. Und ich begrüße nun als nächste Input-Referentin meine Kollegin Prof. Dr. Eveline Dürr. Sie ist nach Stationen in Freiburg, im Breisgau und Auckland 2008 auf eine Professur für Ethnologie hier an die LMU gekommen. Sie ist stellvertretende Sprecherin im Sonderforschungsbereich Vigilanzkulturen seit 2019. Da arbeiten wir auch eng zusammen. Und letzten Sommer ist es ihr gelungen, ein ganz faszinierendes Forschungsprojekt einzuwerben, nämlich ein Reinhard Koselleck-Projekt der Deutschen Forschungsgemeinschaft, hochdotiert und hochinteressant. Es beschäftigt sich mit indigenen Reaktionen auf den Klimawandel. Zu ihren Forschungsschwerpunkten
Gebieten gehören Mensch-Umwelt-Beziehungen, ethnologische Stadtforschung und die Frage kultureller Identitäten, sowohl in den Amerikas als auch im Pazifik. Eveline, du hast das Wort. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, lieber Arndt, für die sehr freundliche Einführung und vielen Dank auch an die Veranstalter und Organisatorinnen, hier die Möglichkeit zu haben, ein paar Gedanken aus der Ethnologie zu diesem Thema beizutragen. Im großen Unterschied zu dem, was wir jetzt gerade von der Kollegin aus der Volkswirtschaft gehört haben, fokussiert die Ethnologie auf die kulturellen Dimensionen und interessiert sich dafür, wie globale Interaktionen aus Sicht spezifischer Akteure gedeutet werden. Sie fragt nach den Bezügen, die Individuen und Gemeinschaften zwischen ihren eigenen Lebenswelten und anderen Kontexten herstellen. Wie wirken diese aufeinander und welche sozialen Prozesse entstehen infolge dieser Deutungen? Im Lichte eines posthumanistischen bzw. Multispezies-Ansatzes schließt die Ethnologie auch nichtmenschliche Entitäten in ihre Betrachtungen mit ein, denn gerade sie können eine wichtige Rolle in diesen Relationen spielen. Aus diesem Blickwinkel heraus beleuchte ich anhand von 2 Fallbeispielen Deglobalisierung als gelebte Erfahrung und damit bilde ich eine empirische Basis für konzeptionelle Überlegungen, die wir heute Abend ja ebenfalls anstellen wollen. Wir gehen zunächst nach Aotearoa, Neuseeland, zu dessen Inseln sich eine sehr spezifische Biodiversität stellt, die bereits im 19. Jahrhundert als Alleinstellungsmerkmal des Landes erkannt wurde. Als Kolonie von Großbritannien pries Neuseeland seine Flora und Fauna an, um sich von anderen Kolonien abzuheben und sowohl den Tourismus als auch die weitere Besiedlung anzukurbeln. Schon damals wurden flugunfähige Vögel, wie der emblematische Kiwi, den Sie vermutlich alle kennen, auf den abgelegenen und damit vom Rest der Welt geschützten Inseln zur Attraktion. Allerdings kamen mit den Menschen auch neue Tiere ins Land, wie etwa die Wanderratte, auch Schiffs- oder Hausratte genannt, die als invasive Art die globale Geschichte des Kolonialismus begleitet, ja sogar selbst zur Trägerin des Kolonialen wird, die die einheimischen Arten bedroht, umso mehr gilt es, gerade diese zu schützen. Das Unterfangen, eine ursprüngliche Kultur zu bewahren, kam einer nationalen Kraftanstrengung gleich, die in den 1970er Jahren an Fahrt aufgenommen hat, als die Kritik am Kolonialismus gesellschaftlich erstarkte, was unter anderem mit einer sehr wirkmächtigen Bewegung der indigenen Bevölkerung, der Maori, zu tun hatte. Hinzu kamen nationalistische Tendenzen als Antwort auf den Rückzug Großbritanniens aus Neuseeland sowie auf neue geopolitische Konstellationen im asiatisch-pazifischen Raum. Diese weltpolitischen, ökonomischen Neukonstellationen trugen maßgeblich zur Herausbildung einer Kiwi Identity, also einer spezifischen Identität Neuseelands bei, wobei hier eben auch die Arten sowie der Naturschutz eine große Rolle spielten. Neuseeland hat vehement Maßnahmen ergriffen, um das Aussterben der einheimischen Flora und Fauna nicht nur einzudämmen, sondern rückgängig zu machen. Bis 2050, so das ehrgeizige Ziel des Department of Conservation, sollen die Pests, wie die unerwünschten Tiere und Pflanzen in Neuseeland genannt werden, weitgehend dezimiert sein. Die vorrangige Praxis, ist bis heute das Töten der feindlichen Spezies, wobei die Fallen immer ausgefeilter werden. Dazu werden die einheimischen Vögel gleichzeitig mit einem Tracking-System ausgestattet, was dazu führt, dass eine technologisierte ökologische Landschaft entsteht, in der Mensch und Technik miteinander verschmelzen, um eine spezifisch ursprünglich gedachte Natur herzustellen. Dieses Gefüge ist untrennbar mit dem Sozialen verbunden und reicht weit in die Gesellschaft hinein, was sich beispielsweise im Rahmen von sogenannten Pestfests manifestiert, wie sie 2015 in der Hauptstadt Wellington gefeiert wurden.
Darunter ist ein Festival mit ausgesprochenem Bildungscharakter zu verstehen, auf dem Familien neben Vergnügungsangeboten lernen, wie man Pests erkennt und tötet. Diese Bebildungsveranstaltung, darauf ist mehrfach in der Literatur hingewiesen worden, trägt zu einer Normierung des Ökosystems bei, wobei das Töten der Invasiven zum Schutz der Guten ein nationales bzw. überindividuelles Interesse darstellt. Allerdings muss spätestens hier eingehakt werden, denn dieses normierte Gut wird von der indigenen Bevölkerung und auch von anderen Akteuren in Frage gestellt. Die Arten- und Naturschutzmaßnahmen der Maori basieren auf anderen Mensch-Umwelt-Beziehungen und resultieren aus genealogischen Verbindungen mit einer Reihe von Spezies, die aktiven Schutz und Verantwortungsbereitschaft verlangen, worunter auch einige Arten fallen, die mit den Maori ins Land gekommen sind. So beispielsweise die Pazifikratte, die Kiore, die aus Sicht der Maori als schützenswert gilt, auch deshalb, weil sie historisch eine wichtige Eiweißlieferantin war, beispielsweise auf den langen Überfahrten aus dem Pazifik und damit lebenserhaltend. Aufgrund ihrer kulturellen Bedeutung für die Maori werden Maßnahmen ergriffen, diese Ratte zu schützen, gleichzeitig auch ihre Auswirkungen auf die einheimische Spezies zu minimieren, beispielsweise dadurch, dass man die Ratten auf unbewohnte, kleinere, abgelegenere Inseln umsiedelt. Anders ausgedrückt heißt das, dass global historische Bedingtheiten und ihre kulturellen Interpretationen sich in diesem Fall in sehr unterschiedlichen Mensch-Umwelt-Beziehungen sowie davon abgeleiteten Naturschutzmaßnahmen äußern. Eine weitere wichtige Komponente im Versuch der Reinigung der Flora und Fauna von globalen Einflüssen ist der Raum und die Praktiken des Abtrennens und Einhegens, wie etwa durch die Errichtung von Schutzgebieten, die Inseln in ihrer Gesamtheit erfassen, oder durch Zonierung, also das Ausweisen von Inseln auf den Inseln. Die damit assoziierten Praktiken der Achtsamkeit sind auf diesem Bild hier gut zu erkennen, das eine Grenzüberschreitung darstellt, also den Übergang von einem Raum der Verbundenheit und Mobilität, Sie sehen den Parkplatz im Hintergrund, in einen geschützten Raum, was die Reinigung der Schuhe von kontaminierten Einflüssen erforderlich macht. Neben den räumlichen sind zeitliche Bezüge ebenso bedeutend, denn die gute Natur, die zukunftsorientiert in eben jenen gesäuberten Räumen etabliert werden soll, richtet sich nach der Vergangenheit. Das heißt also, dass sich zukunftsgerichtete Transformation auf die Vergangenheit bezieht und Wandel forciert werden muss, um Nichtwandel herzustellen. Diese Strategien werden als erfolgreich gefeiert. Und es ist in vielen Teilen des Landes gelungen, die endemische Flora und Fauna zu regenerieren bzw. wieder zu etablieren. Und gerade dieser Erfolg des Abmilderns und Zurückdrängens fremder Einflüsse sorgt für eine noch stärkere globale Einbindung der Inseln. Aufgrund des großen Erfolgs im Artenschutz präsentiert sich Aotearoa Neuseeland als Gastgeberin des größten Pest Control Conference in der gesamten Asia-Pacific Region, die 2026 in Auckland stattfinden wird. Abgesehen von der Pest Control gibt es aber noch weitere Bereiche, in denen die Entfernung von globalen Einflüssen eine wichtige Rolle spielt, sowohl im geografischen wie auch im metaphorischen Sinn. Insbesondere etwa im Tourismus. Auch hier wirbt Aotearoa Neuseeland mit Abgeschiedenheit, Isolation und sich daraus ergebender Reinheit. 100% Pure heißt die erfolgreiche Kampagne, die die Insellage zur Besonderheit stilisiert und sie damit auf dem globalisierten Tourismusmarkt hochattraktiv macht. Ich komme jetzt zu meinem zweiten Beispiel, das ich etwas knapper präsentieren werde und ganz andere Effekte aufzeigen will. Es geht um einen Ansatz, der in Lateinamerika prominent ist und gerade nicht die Trennung, sondern die transhemisphärische Verflechtung verschiedener Ökologien und Weltverständnisse betont.
Herausheben möchte ich Studien, die sich auf Entangled Ecologies, also verflochtene Ökologien beziehen, wie sie etwa von Joel Correia oder auch von Michaela Coletta vorgelegt wurden. Um die heutige Situation zu verstehen, wird von einer Vermengung der vorkolonialen und kolonialen Bewirtschaftungsformen ausgegangen, in deren Mittelpunkt der Kampf um Landrechte und Ressourcen steht, eine Situation, die sich durch Messiness, also durch Unübersichtlichkeit auszeichnet, auch aufgrund der kolonialen Verwaltungspolitik, die bis heute nachwirkt. Komplementär zu den Verläufen in Aotearoa Neuseeland orientiert sich das zweite Beispiel an der Verflechtungsgeschichte, wie sie konzeptionell beispielsweise von Salina Randeria beschrieben wurde. Das heißt, es geht nicht nur um Transferdynamik und Wissensverbindung zwischen Gesellschaften und Ökologien, sondern darum zu zeigen, dass gerade aus den vormaligen Kolonien hochgradig innovative Impulse in den machtvollen Mutterländern gesetzt worden sind. Es handelt sich also um Globalisierungseffekte, die aus der Mehrheitswelt herauszudenken sind. Außerdem, aus meiner Sicht sehr wichtig, gerade die Tatsache, dass diese Impulse aus dem sogenannten globalen Süden stammen, steht Homogenisierungs- und Verwestlichungsthesen entgegen, deren Vorhersagen einer stärkeren Vereinheitlichung der Welt im Zuge der Globalisierung sich eben nicht immer bewahrheitet haben. Als Beispiel dafür seien die Rechte der Natur genannt, die 2008 in die Verfassung von Ecuador aufgenommen wurden, womit das Land weltweit eine Vorreiterrolle eingenommen hat. Da es keine Präzedenzfälle gab, mussten die Fragen, welcher Natur Rechte zugestanden werden und wer die Autorität besitzt, diese zu verteidigen, zu vertreten oder für sie zu sprechen, erst ausgehandelt werden. Dies trieb die internationale Diskussion über Mensch-Umwelt-Beziehungen weiter an. Auch wenn die Rechte der Natur als herausragende Neuerung im gesetzlichen Umweltschutz mit indigenen Kosmologien in Verbindung gebracht wird, heißt das noch lange nicht, dass es sich um indigene Vorstellungen handeln würde. Schon deshalb nicht, weil Indigenität selbst heterogen und uneindeutig ist. Vielmehr sind vielfältig auch international aktive Akteure und Organisationen am Werk, um lokale Initiativen zu beraten und zu formen. Diese Verflechtungskonglomerate sind wiederum eingebunden in Machtbezüge und geopolitische Interessen. Die Rechte der Naturbewegung ist heute in vielen Teilen der Welt in unterschiedlichen Spielarten zu finden. Aotearoa zählt übrigens, um den Kreis hier zu schließen, zur Avantgarde eben dieser Bewegung. Beide Beispiele, die auch auf die Bedeutung von nichtmenschlichen Entitäten verweisen, stehen für die uneinheitliche und ausscherende Verfasstheit von Globalisierung, die gleichzeitig Trennung, Verschmelzung und Neuausrichtung beinhalten kann. Diese konzeptionellen Überlegungen werden im nächsten Vortrag weiter spezifiziert. Vielen herzlichen Dank an Eveline Dürr. Und ich kann nun gemeinsam mit Ihnen unseren dritten Impulsbeitragenden begrüßen, meinen Kollegen am Historischen Seminar, Roland Wenzelhumer. Roland Wenzelhumer ist 2017 nach Stationen in Berlin, Heidelberg und Basel an die LMU München berufen worden und hat dort eine Professur für Neuere und Neueste Geschichte inne. Er hat das Munich Center for Global History gegründet und ist seit 2021 zusammen mit Busho Dogramaci, die auch hier ist, und Christopher Balm, Direktor eines Käthe-Hamburger Kollegs, das sich mit Diskonnektivität in Prozessen der Globalisierung, also sehr intensiv mit unserem Thema beschäftigt. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören neben der Kolonial- und Globalgeschichte mit einem starken Schwerpunkt auch die Infrastrukturgeschichte der Globalisierung, also die Geschichte der Schifffahrt und beispielsweise der Telegrafie. Er hat auch immer wieder zur Methode, zur adäquaten Beschreibung von Globalisierung und Deglobalisierung gearbeitet. Deswegen bin ich sehr froh, dass du heute auch hier auf der Bühne bist. Das Wort ist bei dir, lieber Roland.
Vielen Dank, Arndt, für die freundliche Einleitung. Vielen Dank aber auch vor allem nochmal an alle, die diesen Abend, diese Veranstaltung heute mit ihrem Einsatz weit jenseits sozusagen des üblichen Feierabends möglich machen. Und auch jetzt nochmal ganz herzlichen Dank, Evelyn, dass du mir nochmal praktisch mit den konzeptuellen Überlegungen auch die Brücke gebaut hast. Ich werde tatsächlich versuchen, auch etwas auf eure Überlegungen aufzubauen und vielleicht auch so ein Diskussionsangebot zu machen. In den Impulsvorträgen sowohl von Frau Steinwender wie auch von Frau Dürr ist nämlich, glaube ich, schon sehr deutlich geworden, wie vielschichtig Globalisierungsprozesse tatsächlich sein können und welche unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereiche sie betreffen und welche verschiedenen Aspekte unseres Lebens sie berühren können. Und es hat sich auch gezeigt, wie unterschiedlich man Globalisierung denken kann, welche Phänomene und Prozesse zielführend aus einer Globalisierungsperspektive heraus analysiert werden können. Und diese analytische Breite halte ich als Historiker für überaus hilfreich und werde genau darauf in Kürze auch zurückkommen. Es soll aber auch an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben, dass man den Begriff der Globalisierung natürlich, wenn man das möchte, auch viel enger fassen kann. In meinem Fach der Globalgeschichte etwa gab es vor einigen Jahren eine schier nicht enden wollende Debatte darüber, wann Globalisierung eigentlich begonnen hat, in welcher Epoche man also das erste Mal wirklich von Globalisierung sprechen kann. Solche Dispute darüber, wie alt ein bestimmtes Phänomen ist und in welcher Zeit man es das erste Mal beobachten kann, die sind leider nicht ganz untypisch für die Geschichtswissenschaft. Und wenn ich das so sagen darf, meistens führen sie auch nicht zu besonders viel Erkenntnisgewinn. Und auch in besagter Debatte stellte sich dann bei genauerem Hinsehen heraus, dass sich die Frage eigentlich um etwas ganz anderes gedreht hat, nämlich im Kern darum, was man eigentlich unter Globalisierung versteht oder was man darunter verstehen sollte. Versteht man Globalisierung nämlich ganz spezifisch als die globale Integration von bisher weitgehend separierten wirtschaftlichen Märkten oder geht es also um Preiskonvergenz oder um globale Arbeitsteilung, dann führt das zu ganz anderen Chronologien, als wenn man Globalisierung als deutlich komplexeres Bündel von Prozessen versteht, die eine Vielzahl von sozialen und kulturellen Bereichen berühren. Es wird Sie jetzt an dieser Stelle wahrscheinlich nicht verwundern, dass ich ähnlich auch, glaube ich, wie Frau Steinwender und Frau Dürr ein eher so breites Verständnis von Globalisierung für deutlich interessanter und aussagekräftiger halte, insbesondere wenn es dazu nützen soll, unsere aktuelle Lebenswelt besser zu verstehen und auch am Ende besser erklären zu können. Hilfreich finde ich dafür nach wie vor eine der ältesten und einflussreichsten Definitionen von Globalisierung, die auf den britischen Soziologen Anthony Giddens zurückgeht. Giddens versteht Globalisierung as the intensification of worldwide social relations which link distant localities in such a way that local happenings are shaped by events occurring many miles away and vice versa. Giddens sieht also, ganz breit gefasst, soziale Beziehungen über große Distanzen hinweg als die entscheidenden Elemente von Globalisierungsprozessen. Und diese würden dann eben im Rahmen dieser Globalisierungsprozesse zunehmen und sich verstärken, wodurch sich lokale Ereignisse über große Entfernungen hinweg vermehrt gegenseitig beeinflussen würden. Heute würde man rein geografische Entfernungen wahrscheinlich etwas weniger betonen, dafür aber kulturelle und andere Distanzen unterstreichen und in den Vordergrund stellen. Im Kern aber, glaube ich, darf man festhalten, dass auch viele aktuelle Definitionen von Globalisierung immer noch auf dieser sehr breiten, sehr grundlegenden Definition von Anthony Giddens aufbauen. Und für mich bemerkenswert ist dabei unter anderem eben die Breite, die schon herausgestellte Breite dieser Definition, die eben weit über eine Beschränkung des Begriffs auf den Bereich der Wirtschaft oder der globalen Integration von Märkten hinausgeht. Und stellt man eine Veränderung von eben diesen sozialen Beziehungen in den Mittelpunkt von Globalisierung, so betrifft dies ganz unmittelbar eine Vielzahl von menschlichen Lebensbereichen. Und das erklärt auch, warum sich neben den Wirtschaftswissenschaften eben auch die Geistes- und Kulturwissenschaften für Globalisierung interessieren und das auch schon seit mittlerweile recht langer Zeit.
Globalisierungsprozesse haben eine unmittelbare Bedeutung dafür, wie wir Menschen denken, wie wir sprechen oder handeln oder auch mitunter, wie wir uns nach außen präsentieren. Der Ethnologe Arjun Appadurai hat das auch schon mittlerweile wieder vor vielen Jahren auf die griffige Formel von den Images, Languages and Hairstyles gebracht, die sich immer schneller und müheloser um den Globus bewegen würden. Warum, so fragen Sie sich mittlerweile wahrscheinlich zu Recht, erzähle ich Ihnen das alles? Und was hat das eigentlich mit Deglobalisierung zu tun, dem Thema, über das wir heute eigentlich sprechen wollen? Nun, versteht man Globalisierung als sich verändernde weltweite Sozialbeziehungen, eben Worldwide Social Relations, so folgt daraus eine erhebliche Bandbreite von Phänomenen und Prozessen, die gemeinsam und miteinander verwoben das ergeben, was wir Globalisierung nennen. Globalisierung ist dann eben ein unglaublich vielschichtiger, manchmal auch widersprüchlicher Prozess. Und aufgrund dieser Vielschichtigkeit scheint es mir auch wenig zielführend zu sein, Globalisierung rein als das Zunehmen oder Stärkerwerden von weltweiten Verbindungen zu verstehen. Vielmehr sollten wir, wenn wir schon eine Metapher bemühen, von Verbindungsbündeln sprechen, deren einzelne Stränge gänzlich unterschiedliche Bereiche betreffen und häufig auch gänzlich unterschiedlich funktionieren. Lässt man sich überhaupt einmal auf so ein Verständnis von relativ komplexen Verbindungsbündeln ein, deren Strängen dann auch noch miteinander verwoben und verdreht sind, dann wird, so möchte ich behaupten, auch die Idee der Deglobalisierung am Ende wenig aussagekräftig. Denn Deglobalisierung würde dann ja bedeuten, dass bestehende globale Verbindungen rückabgewickelt werden, dass sie loser werden oder im Extremfall sogar gekappt. Oder zumindest als Mindestanforderung, dass sie nicht weiter sich intensivieren oder intensiviert werden. Und für einzelne Bereiche, also einzelne Stränge in diesem metaphorischen Verbindungsbündel, ist das vielleicht noch vorstellbar. Man denke etwa an das Verhängen von Einfuhrzöllen oder im Extremfall sogar an Einfuhrverbote auf bestimmte Waren und auf die Auswirkungen auf den globalen Handel. Frau Steinwender hat darüber auch gesprochen. Ein komplettes Bündel von Verbindungen aber, die ganz unterschiedliche gesellschaftliche Bereiche berühren, das lässt sich nicht so einfach wieder auflösen. Lassen Sie mich das anhand eines historischen Beispiels, wie sollte es auch anders sein, etwas anschaulicher machen. In der Wirtschaftsgeschichte wird recht häufig die Zwischenkriegszeit als eine Phase der Deglobalisierung dargestellt. Also als eine Zeit, in der es zu einer globalen Entflechtung kam. Und aus einer bestimmten Perspektive betrachtet ist das auch nicht falsch, denn das Welthandelsvolumen war in dieser Zeit und vor allem während der Weltwirtschaftskrise deutlich niedriger als vor dem Ersten Weltkrieg. Angesichts der Krise wurden hohe Zollschranken errichtet, globale Märkte brachen zusammen und auch in anderen Bereichen kann man durchaus globale Entflechtungstendenzen feststellen, beispielsweise in der transatlantischen Migration oder auch im freien Reisen ohne Pass, das aber auch früher natürlich nur bestimmten gesellschaftlichen Gruppen vorbehalten war. Haben wir es angesichts dieser Umstände hier also doch mit Deglobalisierung zu tun? Ich glaube nein, denn in anderer Hinsicht war die Welt in der Zwischenkriegszeit sehr eng verflochten, gerade auch im Bereich der Wirtschaft. Etwa über wechselseitige Kredite und Investitionen, über deren Platzen sich die Weltwirtschaftskrise überhaupt erst so schnell und weit ausbreiten konnte. Gleichzeitig erlebten internationale Organisationen wie etwa der Völkerbund eine erste Hochphase und versuchten überstaatliche Probleme tatsächlich auch überstaatlich zu lösen. Und auch verschiedenste Ideologien, darunter nicht zuletzt der Faschismus, verbreiteten sich in dieser Zeit über den ganzen Globus. Ihre Akteure waren global bestens vernetzt. In der Zusammenschau heißt das also für mich zumindest, dass Entflechtungs- und Verflechtungsprozesse stets gleichzeitig existieren, selbst in der scheinbar so deglobalen Zwischenkriegszeit. Mehr noch, sie beziehen sich aufeinander und sie stehen in einer bestimmten Spannung zueinander. Globalisierung, so möchte ich behaupten, bedeutet immer Ver- und Entflechtung. Interessant ist dabei für mich vor allem das Verhältnis zwischen diesen Prozessen und die Spannung, die dabei entsteht. Hier an der LMU und spezifisch am Käthe-Hamburger Kolleg Global Disconnect, an dem ich aktuell arbeiten darf, haben wir dafür den Begriff der Diskonnektivität geprägt. Diskonnektivität in diesem Fall mit Doppelpunkt, wie Sie auf der Folie hier auch sehen können.
Mit diesem Begriff versuchen wir genau diese Gleichzeitigkeit von Verbindung und Nichtverbindung, von Verflechtung und Entflechtung analytisch zu fassen zu bekommen und vor allem auch ihre wechselseitige Bedingtheit. Das symbolisiert auch der Doppelpunkt, der ja zugleich trennt, aber eben auch durchlässig ist, der vor allem eben das Verhältnis der beiden Seiten des Doppelpunkts betont. Die Corona-Pandemie, auf die heute schon verschiedentlich verwiesen wurde, ist auch aus der Sicht des Historikers ein hervorragendes Beispiel dafür, was wir mit Diskonnektivität eigentlich meinen. Denn das Virus konnte sich aufgrund der immensen Verflochtenheit der Welt überhaupt erst in dieser Intensität und Geschwindigkeit ausbreiten. Daher auch der Versuch, Grenzen zu schließen und die Bewegungsfreiheit von Menschen weitestgehend einzuschränken. Während globale Lieferketten zum Erliegen kamen und vormals völlig überlaufene Tourismusgebiete leergefegt waren, als aktuell in Salzburg lebender darf ich sagen, dass ich das hautnah erlebt habe, wie eigenartig sich das anfühlt, wenn am Domplatz plötzlich niemand mehr steht. Ja. Also in diesem Zusammenhang führten dieselben Einschränkungen in anderen Bereichen natürlich wieder zu ungeahnten Globalisierungsschüben. Wir denken an Remote Work, an die obligatorischen Zoom-Meetings, alle Formen von virtueller Zusammenarbeit, die durch die Pandemie nochmal einen unglaublichen Boost erhalten haben. Das heißt, auch die Pandemie war aus unserer Sicht, zumindest aus diskonnektiver Sicht, demnach geprägt von konnektiven ebenso wie von diskonnektiven Entwicklungen, die nur in der Zusammenschau und im Zusammenspiel vor allem wirklich Sinn ergeben. In der Globalisierungsgeschichte ließen sich zahllose weitere Beispiele finden, um das weiter zu veranschaulichen, von Shakespeare bis zum Suezkanal. Gerne können wir, wenn Sie denn mögen, in der Diskussion auf diese Beispiele oder auf andere Beispiele zurückkommen. Für den Moment aber möchte ich damit schließen, der Idee einer Deglobalisierung den Begriff der Diskonnektivität entgegenzusetzen. Eine solche diskonnektive Perspektive, also ein Fokus auf die Gleichzeitigkeit und auf das Zusammenspiel von Ver- und Entflechtung in Globalisierungsprozessen, ist analytisch überaus hilfreich. Dadurch lösen sich viele scheinbare Widersprüchlichkeiten, etwa der Umstand, dass Renationalisierungsprozesse aktuell zu einem globalen Phänomen geworden sind, die lösen sich auf. Vor allem aber erlaubt uns eine solche Perspektive ein aus meiner Sicht viel adäquateres Verständnis und damit verbunden vielleicht sogar eine bessere Steuerbarkeit von Globalisierungsprozessen. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ganz herzlichen Dank auch an Roland Wenzelhumer. Wir haben jetzt etwa 40 Minuten Zeit, um in die Diskussion einzusteigen. Nutzen Sie die Möglichkeiten, elektronisch Fragen zu stellen. Mir liegen schon einige vor und wie das Thema es schon vermuten ließ, haben diese Fragen große Dimensionen und deswegen möchte ich mit einer Frage einsteigen, die aus dem Publikum kommt und noch relativ konkret ist. Sie richtet sich an Frau Steinwender und bezieht sich auf die Aussage, dass es im Zuge der Globalisierung Länder gab, in denen die Ungleichheit während der Globalisierung gewachsen ist. Und die Frage ist einfach, welche Merkmale haben diese sozusagen Ungleichheitsverlierer der Globalisierung gemeinsam? Was kennzeichnet diese Länder? Ja, diese Erhöhung der Ungleichheit innerhalb von Ländern sehen wir eigentlich sehr breit. In sehr vielen Ländern, vor allem in entwickelten Ländern, also in Europa, in den USA. Dort haben wir natürlich auch eine bessere Datenlage und können das auch besser messen. Und wir sehen dort, dass schon seit sehr vielen Jahrzehnten die Einkommenssituation wirklich extrem auseinandergegangen ist und dass sich wirklich eine Elite, eine Gruppe, eine sehr kleine Gruppe, die das höchste Einkommen eines Landes haben, deren Einkommen ist einfach enorm gewachsen. Die Verlierer hingegen in diesen Ländern sind hauptsächlich Personen in dieser unteren Mittelschicht, die Arbeitsplätze im verarbeitenden Gewerbe in der Industrie hatten. Und durch diese Globalisierungswelle, vor allem die zu Auslagerungen nach Asien geführt haben, vor allem China,
wurde es möglich für Unternehmen, global zu agieren und ihre Wertschöpfungsketten global zu trennen, sozusagen ihre Produktionsschritte nach Asien auszulagern. Und das waren sehr gut bezahlte Arbeitsplätze. Es gibt sogar ein Teilgebiet in der Ökonomie, die sich überlegt, warum diese Arbeitsplätze tatsächlich so gut bezahlt waren. Diese Unternehmen haben wirklich relativ einen hohen Anteil ihrer Wertschöpfung als hohe Löhne an ihre Mitarbeiter weitergegeben. Da gibt es Erklärungsansätze, die davon zum Beispiel die Stärke, die Wichtigkeit der Gewerkschaften zum Beispiel untersucht, die sehr stark war seit dem Zweiten Weltkrieg, aber dann an Wichtigkeit abgenommen hat, die aber auch die Exportorientierung dieser Unternehmen unterstreichen und erklären, dass Mitarbeiter an diesem zusätzlichen globalen Einkommen partizipieren konnten. Diese Mittelklasse, das nennt sich auch so ein bisschen ein Hollowing out of the middle class, diese Mittelklasse ist verschwunden, konnte nicht so stark profitieren. Im unteren Einkommensbereich hat sich der Dienstleistungssektor entwickelt und da spreche ich vor allem von zum Beispiel Logistikunternehmen, von Reinigungsfirmen, von Arbeitnehmern, die nicht eine sehr hohe Ausbildung hatten, die aber dort statt im verarbeitenden Gewerbe im Dienstleistungssektor gearbeitet haben. Dort waren allerdings die Löhne nicht so hoch. Und da gab es zwar Wachstum, aber aufgrund von unterschiedlichen Strukturen der Unternehmen, auch unterschiedlichen Präsenz der Gewerkschaften, wurde diese Teilung der Unternehmensprofite auf Löhne nicht so stark gesehen. Ja, vielen Dank. Das war schon, glaube ich, ein wichtiger Teil der Antwort. Aber die Frage ging auch nochmal ganz konkret auch auf die Verteilung gewissermaßen der Länder. Also wenn Sie sagen würden, es gibt 3 Länder oder 10 oder 15 Länder, die wirklich eine stärkere Ungleichheit im Zuge der Globalisierung entwickelt haben, was hätten diese Länder gemeinsam? Sind das Länder im globalen Süden oder ist es, Sie hatten jetzt das Beispiel USA, aber da haben Sie ja eher so eine sich öffnende Schere. Gibt es irgendein Merkmal, das ein Land zu einem Land macht, das im Zuge der Globalisierung Ungleichheit entwickelt? Ich glaube, dass diese Entwicklung der Ungleichheit wirklich sehr weit vertreten. Also es betrifft wirklich nicht nur wenige Länder, diese Entwicklung dieser globalen Elite hat man wirklich sehr weit verbreitet gesehen, also auch in China, auch in Asien. Das sind Manager, Unternehmenseigentümer, die einfach sehr stark profitieren könnten. Also das ist nicht auf einzelne Länder beschränkt, sondern sehr stark vertreten. Die Mittelklasse, das mit der Mittelklasse, das ist vielleicht stärker in Europa vertreten, weniger stark in Asien. Dort hat man eher gegenläufige Entwicklungen dort gekannt. Aber die globale Elite hat sich wirklich sehr weit verbreitet, sehr stark entwickelt. Vielen Dank. Ich habe dann noch eine weitere Frage, die uns, glaube ich, allen auf den Nägeln brennt und die an die ganze Gruppe geht. Es ist die Frage nach der Fähigkeit der Menschheit im Zuge der fortschreitenden Globalisierung, globale gemeinsame Herausforderungen anzugehen, wie den Klimawandel oder Pandemien. Sinkt diese Fähigkeit oder was sind für Chancen gegeben, um diese globale Handlungsfähigkeit im Zuge der Entwicklung der Deglobalisierung aufrechtzuerhalten? Möchtest du anfangen, Roland? Eigentlich nicht. Ja, aber jetzt hast du das Wort. Aber ich bin gefragt, insofern, also es ist gefährlich, einen Historiker mit eine solche Frage zu stellen, in der ja auch sozusagen, so verstehe ich sie zumindest, auch eine gewisse Skepsis gegenüber der Spezies Mensch und ihrer Organisationsfähigkeit und Vernunftbegabtheit mitschwingt. Denn das vielleicht, was wir Historiker anderen voraus oder eben nicht voraus haben, ist, dass wir durch unsere Auseinandersetzung mit der Vergangenheit noch viel mehr Beispiele für das Versagen solcher Versuche haben, als man sie ohnehin schon bekommt, wenn man nur auf die Gegenwart schaut. Das heißt, viele von uns, und da würde ich mich leider auch bis zu einem gewissen Grad dazu zählen, sind sozusagen durch den Beruf gewordene Pessimisten und Zyniker. Ich weiß nicht, wie du das
wie du das für dich regelst. Aber deswegen ist es gefährlich, solche Fragen an Historiker zu stellen, denn ich versuche eine diplomatische Antwort zu geben. Ich glaube, dass diese spezifische Frage tatsächlich sehr wenig mit Globalisierungs- oder Deglobalisierungsprozessen, sondern einfach mit der Frage, inwieweit wir zu tun hat, sondern mit der Frage, inwieweit wir fähig sind, Individual- und Partikularinteressen hinter ein größeres Gemeinsames zurückzustellen. Und ich belasse es bei der Antwort zu sagen, dass wir bisher das nicht besonders erfolgreich nachgewiesen haben. Und ich glaube nicht, dass Globalisierungsprozesse damit sozusagen wirklich, das ist tatsächlich eine Charakterfrage der Spezies Mensch, die mit Globalisierungsprozessen aus meiner Sicht wenig zu tun hat. Entschuldigen Sie bitte diese offene und auch etwas sozusagen im Angesichts der Entwicklung der letzten Wochen vielleicht noch frustrierter ausgefallene Antwort, als Sie von mir vor einem Monat bekommen hätten, aber etwas anderes kann ich dazu nicht sagen. Herzlichen Dank, aber wir hören jetzt noch die Stimme der Ethnologin zur selben Frage. Ich würde gerne noch was dazu sagen. Ich finde die Frage sehr interessant, weil sie sich ja nicht nur auf Fragen des Klimawandels bezieht, sondern generell die Frage stellt, wie verhält es sich zwischen Globalisierung und Handlungsfähigkeit. Finde ich eine sehr wichtige, sehr zentrale Frage. Und ich glaube, die muss man differenziert beantworten, dahingehend, dass es Segmente gibt, die stark davon profitieren und andere nicht, was eben auch genau den gegenteiligen Effekt haben kann, nämlich dass die Ungleichheit, von der Sie jetzt aus ökonomischer Sicht gesprochen haben, sich hier aber noch weiter auftut. Also wenn ich keinen Zugang habe, mich medial, global auf einer spezifischen Bühne zu inszenieren oder an Informationen kommen, teilzuhaben, dann würde ich sagen, ist die Schere, die noch weiter auseinandergeht, sehr beachtlich, was Handlungsmöglichkeiten und Handlungsspielräume angeht. Andererseits gibt es natürlich, ich denke jetzt an Fridays for Future oder ähnliche Bewegungen, die sich sehr stark globalisieren, auch nochmal ganz große länderspezifische Differenzen. Beispielsweise ist diese Bewegung Fridays for Future auch in Lateinamerika, in Mexiko präsent, aber mit einer völlig anderen Intensität, als wir die aus Europa kennen, weil dann nochmal ganz andere Themen und auch andere Metaphern aufgerufen werden, die eben wiederum nicht unbedingt dem entsprechen, was jetzt wir aus Deutschland primär artikulieren würden. Also insofern glaube ich, ist es eine sehr zentrale Frage, auch jetzt in die Zukunft gerichtet, wer gewinnt durch die Globalisierung an Sichtbarkeit, an Information, an Zugang und wer wird noch stärker marginalisiert oder diskriminiert, als es sowieso schon vorher gewesen ist. Danke. Wir haben eine weitere Frage, die nun wieder eher ökonomisch angelegt ist. Und die bezieht sich auf eine Entwicklung der Deglobalisierung, die darin bestand, nun, dann haben wir kürzere Lieferketten, vielleicht auch eine regionalere Wirtschaft. Wird denn so eine Deglobalisierung in Hinsicht auf eine wirtschaftliche Regionalisierung und geringere Vulnerabilität zu einer Situation, einer stabilen ökonomischen Situation führen, die vielleicht sogar eine sozusagen Lehre aus Problemen der Globalisierung gezogen hat und damit stabiler ist als zuvor? Was meinen Sie, Frau Steinwender? Es ist natürlich immer, wir nennen das immer ein Trade-off. In der Ökonomie ist alles ein Trade-off. Es gibt Vor- und Nachteile. Also wenn man jetzt zum Beispiel die Produktion nicht in das Land mit den günstigsten Produktionskosten verlagert, sondern in ein Land, das etwas höhere Produktionskosten hat, schlägt sich das natürlich auf die Preise unserer Güter und auf unseren Konsum nieder. Und das ist zum Beispiel ein Nachteil. Der kann natürlich ausgeglichen werden durch eine höhere Stabilität und geringere Volatilität. Also insofern ist es auch wichtig zu verstehen, welche Präferenzen haben wir in Bezug auf das durchschnittliche Einkommen und der Volatilität dieses Einkommens. Und das sind Fragen, die wirklich sehr stark von den Präferenzen der Bürger zu tun haben. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das eine das andere klar dominiert, sondern es sind unterschiedliche Aspekte und in unterschiedlichen Situationen ist das vielleicht Volatilität oder Stabilität im Menschen wichtiger als in anderen Situationen. Aber ich finde es eben ganz wichtig, dass der politische Prozess, der Austausch hierüber
klar ist. Also es ist wichtig, darüber zu sprechen, dass es diese Vor- und Nachteile gibt. Und da bin ich auch jetzt zurück zu Ihrer letzten Frage über die Gewinner und Verlierer der Globalisierung. Ich glaube, vieles in diesen letzten Jahren hat uns auch sehr klar gemacht, dass es eben Gewinner und Verlierer gibt. Wir wussten immer, dass Globalisierung das Wirtschaftliche den Kuchen größer macht und hatten uns gedacht, das reicht schon als Argument. Wir sind aber jetzt durch diesen politischen Prozess und durch diese auch Skepsis gezwungen, uns da viel mehr Gedanken darüber zu machen, wer sind die Verlierer und wer sind die Gewinner. Und es ist auch wichtig, denen diese Stimme zu geben, auch den politischen Weg, diese Bedenken zu äußern. Und so können wir dann wieder darüber nachdenken, gibt es ökonomische Mechanismen, wo wir ausgleichen können, wo wir kooperieren können. Aber es ist natürlich, wir sehen, glaube ich, die Kooperation nicht als jetzt Prozess der Vernunft und daher Notwendigkeit, sondern eher natürlich ein Interessensausgleich. Unterschiedliche Gruppen haben verschiedene Interessen und es muss einen politischen Prozess geben, der diese Interessen miteinander verhandelt und das ist das Ziel und das ist auch wichtig. Ja, es ist schön, dass Sie in der Antwort auch ein bisschen auf die politischen Dimensionen der Frage eingegangen sind, denn hier haben wir auch Fragen aus dem Publikum. Eine Frage, die sich speziell an dich, Eveline, richtet, lautet: Welche kulturellen Narrative und Mythen über nationale Identität und Autarkie prägen den Diskurs über Deglobalisierung, besonders in Ländern mit einer kolonialen oder multikulturellen Vergangenheit? Die Frage lautet, welche Mythen, habe ich das richtig verstanden? Welche Narrative oder Mythen über nationale Autarkie oder Identität prägen den Deglobalisierungsdiskurs in postkolonialen Gesellschaften? Also ich würde sagen, dass es da natürlich eine Reihe von möglichen Antworten auf diese Frage gibt. Es kommt immer sehr darauf an, in welchem Kontext man sich bewegt oder von welchem Kontext man genau spricht. Also wenn wir jetzt beispielsweise nochmal über Neuseeland zurückreflektieren, dann spielen diese Imaginationen eines Landes, das weit entfernt ist von dem, was globale Einflüsse angeht, eine ganz herausragende Rolle, die mit einem spezifischen Ideal einhergegangen sind in ihrer Ursprünglichkeit. Und zwar ging es darum, das bessere Großbritannien in den Kolonien zu bauen. Sprich, Kolonialismus und Kolonisierung haben nicht unbedingt immer dazu geführt, dass sich Personen minderwertig und diskriminiert fühlen, sondern sie haben auch bewirken können, dass Einzigartigkeiten proklamiert worden sind aus dieser Situation des sich Sichtbarmachens und des Gehörtwerdenwollens. Und ich glaube, das sind sehr wichtige Aspekte, die wir teilweise übersehen, wenn wir von Kolonialismus sprechen, der natürlich eine unbeschreibliche Wirkkraft entfaltet hat und bis heute entfaltet. Also koloniale Strukturen setzen sich natürlich in der Gegenwart fort. Insofern ist diese Frage natürlich sehr wichtig. Und jetzt im Bereich der Globalisierung oder um das nochmal mit Globalisierung auch rückzubinden, würde ich sagen, müssen wir auch darüber sprechen, wie sich nationale Identitäten in diesen globalen Bezügen zueinander verhalten. Also beispielsweise Lateinamerika und Neuseeland, das wäre auch der Abschluss meines Vortrags gewesen, zu sagen, dass es hier kein Stehenbleiben gibt, sondern dass gerade in einer Bewegung, für die eigentlich Lateinamerika im Ursprung steht, die sich sehr stark in den Pazifik dann fortgesetzt hat. Also insofern ist der Zusammenhang zwischen nationaler Identität, Globalisierung und Kolonialismus, glaube ich, in sehr differenzierter Weise anzugehen, spielt aber tatsächlich eine herausragende Rolle in der Ausformung ganz spezifischer kultureller Identitäten, wie ich versucht habe, es an diesen beiden Beispielen aufzuzeigen. Ja, vielen Dank. Wir haben noch eine Frage in die Richtung geht und ich will es mal sagen, vielleicht so Rahmen, was wir jetzt auch schon in der Diskussion ja bemerken. Es gibt immer diese beiden Dimensionen. Einerseits so eine Art ökonomisch-praktische Dimension von Globalisierung und dann eine der Ideen, der Einschätzungen, der politischen Bewertungen. Und die Frage lautet im Grunde, ob die Globalisierung das Tür zu einem Neonationalismus öffnet oder ob Nationalismus vielleicht auch nur eine Schattierung von solchen politischen Reaktionen, Begleiterscheinungen von Deglobalisierung sind. Vielleicht kannst du dazu was sagen, auch aus der Erfahrung des Kollegs. Also
Das ist eine sehr gute Frage und das schließt ja auch ein bisschen daran an, was ich gegen Ende des Impulsvortrags meinte mit so scheinbaren Widersprüchen, die sich auftun, wenn wir uns mit Nationalismen beschäftigen. Übrigens nicht nur mit aktuellen sozusagen Renationalisierungsprozessen, sondern durchaus auch mit dem Nationalismus des 19. Jahrhunderts, also sozusagen der Wiege des modernen Nationalismus. Wo ja Nationalismen auch nicht einfach sozusagen, zwar oft so getan haben, als würden sie sozusagen aus einem ursprünglichen Kern der Nation heraus, sozusagen aus sich selbst heraus entstehen. Eigentlich aber war die Ideologie, die dahinterstehende Ideologie, eine durchaus vielleicht nicht global, aber zumindest überregional sehr gut vernetzte und im Austausch sich wechselseitig wahrnehmende und auch aufeinander reagierende sozusagen Ideologie. Und so würde ich das heute auch sehen, ich würde nicht unbedingt sagen, dass Renationalisierungs- oder Nationalisierungsprozesse heute eine Reaktion auf Globalisierung sind, aber sie sind tief verwoben mit Globalisierungsprozessen und nehmen sozusagen gewisse, teilweise eine Gegenreaktion, gleichzeitig aber auch in dieser Form und Intensität nur möglich aufgrund der Verflechtungen, sozusagen der globalen Verflechtungen, die sie nutzen können, auch für eigene Zwecke. Und deswegen tue ich mich, und darauf möchte ich auch so ein bisschen hinaus mit unserem Konzept, oder generell auch mit dem Vortrag, ich tue mich mit diesen Dichotomien oder Juxtapositionen etwas schwer sozusagen. Ist das eine Reaktion auf das andere? Steht das eine dem anderen gegenüber? Ich finde es viel spannender, das sozusagen sehr komplex verwoben zu denken. Und ich glaube, seit ungefähr den 2010er Jahren haben wir dafür so wahnsinnig viele Beispiele, politische Beispiele auch bekommen, wie eigentlich an verschiedensten Orten dieser Erde sehr in ihrem politischen Programmatik sehr ähnliche Renationalisierungsbewegungen so and so first proklamiert haben. Ja? Also America first, Europe first, Great Britain first, dieses und jenes first. Alle mit sehr ähnlicher Sprache, alle sehr auf sich selber fokussiert, aber ganz klar in der Wahrnehmung des Gegenübers und des anderen und durchaus in ihren Akteuren ganz stark miteinander vernetzt. Und deswegen, weil das so ist, kann ich ganz schwer sozusagen oder ganz wenig anfangen mit kritischen Gegenüberstellungen, sondern das ist eine hochkomplexe, verwobene Angelegenheit, die wir eben versuchen, mit diesem Diskonnektivitätskonzept so ein bisschen analytisch in den Griff zu kriegen, ohne jetzt hier behaupten zu wollen, dass das sozusagen uns den Kompletteinblick gibt. Aber es würde so ein bisschen es erleichtern, das zu sezieren, was da passiert. Ich schicke nochmal eine Frage aus dem Publikum an den Historiker nach, die richtet sich danach, wenn man in die Geschichte weiter zurückblickt, gibt es irgendwo einen Moment, eine Situation, sie muss ja nicht global gewesen sein, und eine Situation, wo man einen ähnlichen Vorgang der Deglobalisierung oder der massiven Entflechtung gut beobachten kann? Gibt es da ein Beispiel dafür? Es gibt sicher eins. Die Frage ist, ob mir jetzt eins einfällt. Ja. Also ich kann jetzt sozusagen aus dem Stegreif ein konkretes, schönes Beispiel benennen. Man möge mir verzeihen, von wem auch immer die Frage kommt, wenn ich das zum Anlass nehme, um das Ganze umzudrehen. Was ich Ihnen nämlich schon nennen kann, einfach aus der eigenen Beschäftigung damit, sind unendlich Beispiele, die entweder als ganz klares Globalisierungsbeispiel oder als ganz klares Deglobalisierungsbeispiel daherkommen, tatsächlich aber beide Komponenten miteinander vereinen. Und wenn Sie das ganz kurz erlauben, zurückgehend nicht auf meine eigene Arbeit, sondern auf eine hervorragende Arbeit einer Kollegin aus Wien, Valeska Huber, die sich sehr intensiv mit der Geschichte des Suezkanals beschäftigt hat. Das ist deswegen so ein gutes Beispiel, weil wir da also die Eröffnung des Suezkanals in den späten 1860er Jahren, einer der großen Momente angeblich der Globalisierung, Mobilität, Wege zwischen Asien und Europa verkürzen sich. Und Frau Huber hat gemeinsam mit auch anderen ForscherInnen sehr deutlich gezeigt, wie sagen, die Verflechtung und Verkürzung und Globalisierung der einen zur Abgehängtheit, Abgeschnittenheit und Deglobalisierung, wenn man so will, der anderen geführt hat, wenn zum Beispiel der Suezkanal alte Karawanenrouten einfach in der Mitte abtrennt, nur als ein Beispiel. Oder den Schiffsverkehr vom Kap der Guten Hoffnung umlenkt und sozusagen dazu führt, dass diese Region deutlich weniger Schiffsverkehr sieht.
Sie verzeihen mir jetzt, dass ich diese Frage sozusagen genommen und für meine eigenen Zwecke instrumentalisiert habe, aber ich kann Ihnen, auch wenn ich jetzt sozusagen während des Redens intensiv nachgedacht habe, tatsächlich kein Beispiel sozusagen einer reinen Deglobalisierung nennen. Es mag es geben, aber mir kommt keines in den Sinn. Es ist tatsächlich schwierig, diese globale Dimension zu historisieren. Man hat eher sozusagen die Möglichkeit, anhand von Einzelfällen, regionalen Isolierungsprozessen genauer zu sehen, empirisch genau zu sehen, was passiert ist. Vielleicht hast du ja auch ein Beispiel, Evelyn. Ich wollte noch mal was zu der eigentlichen Frage sagen. Also es ging ja um das Verhältnis von Nationalismus und Globalisierung. Ja, das ist ja so ein Spannungsverhältnis. Und was mir da natürlich, glaube ich, noch als wichtige Dimension einfallen würde, ist, dass Globalisierung ja sehr oft auch mit dem Auflösen von Grenzen im physischen als auch im übertragenen Sinn zu tun hat. Und wenn ich jetzt auch, was Roland Wenzelhömer zu Recht angemerkt hat, so 80er, 90er Jahre denke, da war das ein zentrales Thema, dass sich Grenzen auflösen durch die Globalisierung, dass sich Abgrenzungen vermischen. Es gab die ganzen Hybriditätsdiskurse, die heute nur noch eine untergeordnete Rolle spielen, aber in den 90er Jahren auch konzeptionell, übrigens auch in Lateinamerika mit Canclini entwickelt, aus diesen Grenzsituationen heraus eine herausragende Rolle gespielt haben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es da tatsächlich Zusammenhänge gibt. Ich will noch einen anderen Begriff ins Spiel bringen, der aus meiner Sicht in dieser Debatte wichtig wäre, und der ist das des Transnationalismus, der daran gekoppelt war, beziehungsweise immer noch gekoppelt ist, aber der nochmal eine ganz andere Konnotation hatte. Also dieses Überwinden von Grenzen, die Gleichzeitigkeit von verschiedenen Seinsformen, jenseits und auf der anderen Seite und diesseits der Grenze. Und da kamen ja auch nochmal, wenn wir nochmal konzeptionell denken, spezifische Begriffe auf wie Scapes. Das war ein zentraler Begriff in den 90er Jahren, ja, der von Appadurai entwickelt wurde, der kam ja auch im Vortrag vor. Und ich glaube, also Scapes bedeutet im Prinzip Landschaften, die nicht mehr regional gebunden sind. Und damit stellt sich die Frage nach dem Verhältnis von Kultur und Raum. Also inwiefern besteht hier ein Zusammenhang. Und dieses Verhältnis ist eng gekoppelt an Formen des Nationalen und des Nationalen. Also welcher Raum für welche Nation, welche Kultur gehört wohin. Und wenn die sich nicht richtig einsortiert, dann entsteht eine Reibung, dann entsteht eine konfliktive Wahrnehmung, ja, weil offensichtlich hier etwas durcheinander geraten ist. Und solche Konzepte gilt es, glaube ich, ganz, ganz stark zu hinterfragen, die aber immer noch, glaube ich, sehr prominent sind, gerade jetzt in unserer Zeit und in der Debatte über Migration heute, spielen die, glaube ich, auch nochmal eine wichtige Rolle und sollten uns nochmal darauf hinstoßen, diesen Zusammenhang zwischen Auflösung von Grenzen, Globalisierung und Deglobalisierung beziehungsweise Brüche und nationalen Vorstellungen von Containers, wo Leute hingehören, zu hinterfragen. Ja, danke. Ich will vielleicht noch mal kurz was zu den Möglichkeiten oder den Schwierigkeiten einer wirklich empirisch fundierten Historisierung dessen, was wir hier erleben, sagen. Wir haben natürlich immer Beispiele in der Vergangenheit, in denen Regionen, auch größere Regionen, stärker wieder isoliert wurden. Nur wir haben nie eine Situation gehabt, in der die Kommunikationsflüsse in Echtzeit permanent um den Globus gelaufen sind. Das heißt, frühere Isolationsprozesse sind weicher, zäher, verzögerter abgelaufen, genauso wie die Integration eben eine zähere, verzögerte gewesen ist. Und ich glaube, diese andere Sphäre der globalen Beobachtbarkeit, der globalen gegenseitigen Beobachtbarkeit in Echtzeit ist tatsächlich auch ein neues Phänomen natürlich unserer medialen und technologischen Möglichkeiten. Aber das vielleicht nochmal zum Historischen und dann gibt es viele Fragen eben nochmal konkret zu den wirtschaftlichen Effekten. Ich schaue schon Claudia Steinwender wieder an. Eine Frage aus dem Publikum ist recht vielfältig, aber im Kern geht es um die Frage, ob und wenn ja, welche Branchen oder Wirtschaftszweige denn Profiteure der Deglobalisierung sind oder einer fortschreitenden Deglobalisierung auch wären. Kann man das festmachen? Also ich glaube, ich stimme jetzt den Vorrednern und speziell auch Herrn Wenzelhömer sehr zu, dass dieses eben Konzept von Deglobalisierung
sehr schwer fassbar ist, weil immer wo es Deglobalisierung gibt, gibt es auch eine Art von Globalisierung. Also selbst wenn wir jetzt unter Deglobalisierung verstehen, dass die Produktion von einem Ausland in ein bestimmtes Land wieder zurückverlegt wird, gibt es ja auch die Dimension zum Beispiel des Wissensaustausches, also der Kommunikation. Dieser Prozess wird nicht gestoppt, man wird weiter versuchen, voneinander zu lernen. Insofern haben wir jetzt schon wieder dieses Begriffsproblem, was bedeutet Deglobalisierung. Ich glaube, wir hatten speziell, also in der Pandemie kam es das erste Mal auf, diese Idee der Versorgungssicherheit, speziell der medizinischen Versorgungssicherheit. Wir sollten, alle Länder wollten autark sein und zum Beispiel Medikamentenproduktion in ihrem Land haben. Da war, ich glaube, dieser Wunsch, dieser Druck ganz stark. Ein paar Jahre später sieht man schon wieder gar nichts davon, weil es halt doch immer wieder optimal ist, dann doch zusammenzuarbeiten, dann doch unter Freunden jetzt eben und anstelle von weltweit, aber doch wieder Arbeitsteilung, Spezialisierung zu machen. Insofern kann man sich vorstellen, dass man durch eine Art von Deglobalisierung bedeutet de facto, dass man es ausnutzt, dass man die Industriepolitik jetzt ausnutzt. Also alle Länder oder sehr viele Länder dieser Welt versuchen jetzt gezielt bestimmte Industrien in ihren Ländern zu fördern und diese Industrien, die von diesen Subventionen, von diesen Beschränkungen profitieren werden, gibt es bestimmt. Das sind bestimmt auch Zweige in der Entwicklung von nachhaltigen Technologien. Da ist natürlich jetzt ein großer Wettbewerb zwischen USA, China, aber auch, wo bleibt Europa dabei? Und dieser Wettbewerb wird natürlich schon auch zu einzelnen Profiteuren führen. Wettbewerb, denken wir in der Wirtschaft, ja, ist prinzipiell auch gut, um unser Wissen zu erweitern und zu erhöhen. Von daher ist das nicht unbedingt negativ zu sehen. Aber ich glaube, die Industriepolitik wird entscheiden, auf welche Sektoren wird da die Schwerpunkte gelegt, wo wird Geld reingesteckt. Der Militärsektor in Europa wird jetzt wohl auch profitieren, wenn klar wird, dass Europa stärkere militärische Kapazitäten aufbauen muss. Also das wird von der Industriepolitik, denke ich, gelenkt werden oder auch Artificial Intelligence Entwicklungen in dieser Richtung, dieser technologischen Entwicklung. Danke. Wir haben aus dem Präsenzpublikum eine polemische und auch politische Frage. Sie lautet: Hat die politische Rechte nicht offenbar viel rascher und besser verstanden, Globalisierung, aber auch Deglobalisierung als selektiven Prozess zu sehen, in dem zwar noch Güter frei zirkulieren und vielleicht Menschen aus bestimmten Ländern, aber Menschen aus anderen Ländern und bestimmte kulturelle Ideen aus anderen Ländern eben nicht. Und wie können wir vielleicht auch mit so einem Modell, wie das Käthe Hamburger Kolleg arbeitet oder mit Befunden aus der Ethnologie, mit dieser Selektivität und damit Politisierung von globalem Austausch umgehen? Letzteres muss ich noch nachdenken, ob wir dazu sozusagen beitragen können. Aber das Erste, ich finde das eine total spannende Frage, weil ich glaube, was die politische Rechte tatsächlich viel besser unter Anführungsstrichen macht, allerdings aufbauend eigentlich auf einer Idee, die ursprünglich mal oder auf einer Praxis, die ursprünglich eigentlich aus der politisch Linken gekommen ist Globalisierungsprozesse emotional aufzuladen, also total zu emotionalisieren und in diesem speziellen Fall normalerweise, es mag Ausnahmen geben, aber emotionalisieren in einer Hinsicht, dass man sie mit Angst besetzt, sozusagen mit Angst, Zweifel, Unsicherheit und so sozusagen wirkmächtig macht. Und das, glaube ich, ist tatsächlich etwas, das egal wo man hinschaut, ob das Deutschland ist oder jenseits der Grenzen in anderen Ländern, etwas, das wirklich sehr, sehr gut gelingt, sagen, genau das zu tun, was wir heute also ganz anders versucht haben, nämlich einen nach Möglichkeit nicht wertenden, sondern analytischen Blick auf Globalisierungs-, Deglobalisierungs-, Verflechtungs-, Entflechtungsprozesse zu setzen und eher zu sagen, gut, was passiert hier, wie können wir das verstehen, aber nicht unbedingt zu bewerten, ist das gut oder ist das schlecht. Und das, was wir aber sozusagen im politischen Spektrum sehen, übrigens
muss man fairerweise auch sagen, nicht nur eben auf der rechten Seite, sondern an verschiedenen Enden des politischen Spektrums, ist, sich von so einer sozusagen analytischen Perspektive, einer zurückgenommenen oder sagen wir, einer nicht bewertenden Perspektive auf Globalisierungsprozesse zu lösen und es ganz stark zu emotionalisieren. Und vielleicht schließt sich hier doch ein bisschen der Bogen zum zweiten Teil der Frage. Ich weiß nicht, ob wir also durch die Forschung, die wir am Kolleg betreiben, spezifisch dazu beitragen, aber ich glaube, dass generell sozusagen Forschung oder ein analytischer Blick auf Globalisierung und das immer wieder auch herausstellen, sozusagen, dass wir es hier nicht per se mit etwas Gutem oder etwas Schlechtem, etwas Förderlichem oder etwas nicht Förderlichem, sondern zunächst einmal mit einem historischen und gegenwärtigen Phänomen zu tun haben, das wir uns zunächst mal neutral ansehen müssen. Wenn wir das immer wieder versuchen, in diese Diskussion einzuspeisen und sozusagen einen analytischen Blick der starken Emotionalisierung gegenübersetzen, da würde ich unseren Beitrag als Wissenschaftler sehen. Was wir spezifisch mit der Diskonnektivität dazu machen können, das würde ich an dieser Stelle zurückstellen. Ich glaube, dazu tragen wir alle in dem, was wir tun, hoffentlich auf die eine oder andere Art bei. Eveline? Ja, ich würde dazu sagen, dass es überhaupt nicht neu ist, sondern dass es schon immer so war. Ich frage mich, ob es irgendwann eine Phase gab, in der diese Globalisierung, Vernetzung, Verflechtung, wie wir es jetzt nennen wollen, nicht politisiert wurde. Also das kann ich mir gar nicht vorstellen, sondern es gibt immer ein politisches Moment in diesen Prozessen, die teilweise ja massiv versuchen, diese Prozesse sogar zu steuern in der einen oder anderen Richtung. Und auch das, würde ich sagen, war historisch gesehen auch schon immer so. Die Frage ist aus meiner Sicht eine andere. Also vielleicht muss man noch dazu fügen, dass jetzt mit der rechtsgerichteten Interpretation von Globalisierung, wenn man so möchte, viel mehr, das hast du auch gesagt, Roland, schon, aber trotzdem nochmal, viel mehr Bedrohung als Opportunity, als Möglichkeit im Vordergrund steht. Man könnte das ja genau andersrum interpretieren. Als Möglichkeitsraum, als ein Raum, der Kreativität zulässt, der Potenziale birgt, aber so wird es ja nicht interpretiert, sondern als Bedrohungsszenarien. Auch das ist ehrlich gesagt nicht sonderlich neu, sondern das würden wir sicherlich auch in anderen Epochen in ganz ähnlicher Weise finden. Daher wäre für mich die wichtige Frage, warum fällt es jetzt auf so fruchtbaren Boden? Also warum kommt hier so eine Resonanz, die vielleicht doch einige von uns in der Gesellschaft überrascht hat? Welche Zusammenhänge bestehen zwischen Diskurs der Bedrohung, Globalisierung und unserer eigenen Gesellschaft? Also wo muss man hier ansetzen? Und ich glaube, dass solche Fragen weiterführender wären als jetzt Dinge, die ja auch Roland Wenzel-Humer bereits angesprochen hat, wo ich auch glaube, dass sie konzeptionell nicht so hilfreich sind. Ja, gerne. Entschuldigung, dass ich mich hier noch mal kurz einbringe, aber das erinnert mich tatsächlich, also auch dein Hinweis darauf, dass das immer schon sozusagen politisch und auch ein Stück weit eben emotionalisiert worden ist. Das stimmt natürlich, aber wenn wir, also ich habe ein bisschen zur Telegrafiegeschichte im 19. Jahrhundert gearbeitet, Claudia übrigens auch, und dort war das nicht das einzige, aber das beherrschende Narrativ dessen oder die beherrschende Interpretation dessen, was mit dieser Verkabelung der Welt gerade passiert, tatsächlich eine euphorische und das schließt dann auch wieder sozusagen, ist ein bisschen die Antithode zu dem Zynismus, den ich vorhin mit Ihnen geteilt habe. Dort ist man tatsächlich eine Zeit lang davon ausgegangen, dass die Vernetzung der Welt zwangsweise zu ewigem Frieden führen müsste, weil man sich ja nun über seine Probleme verständigen könnte und unmittelbar miteinander sprechen. Dass das nicht so gekommen ist, ist eine andere Geschichte. Aber die Narrativierung sozusagen hat dort ganz anders funktioniert, als sie heute funktioniert. Aber wie du gesagt hast, also narrativiert und emotionalisiert wurde das tatsächlich scheinbar immer schon. Ja. Man könnte diese Frage auch sehr gut verbinden mit der Frage nach dem Nationalismus. Ich finde das schon sehr interessant. Also diese Kopplung nochmal zu sehen und da Zusammenhänge versuchen aufzuzeigen und auch Erklärungen dafür anzubieten. Das finde ich eine sehr spannende Kopplungsreihe, die wir sicherlich an anderer Stelle machen und auch die Diskussionsbeiträge hier im Podium haben mir gezeigt, dass tatsächlich sozusagen der illusorische Optimismus der Anfangsdekade der Globalisierung natürlich vergangen ist und wir uns in einer Phase befinden, wo auch politisches Kapital aus bestimmten, zum Teil ökonomischen, aber auch
geopolitischen Verwerfungen gezogen wird. Und darauf richtet sich eine weitere Frage hier aus dem Präsenzpublikum. Die richtet sich auf die großen geopolitischen Verschiebungen im Zuge der Globalisierung, Stichwort den Machtgewinn Chinas, der ja natürlich zunächst mal auch von einem ökonomischen Vorteil der Globalisierung mitgetragen wurde, inzwischen sich niederschlägt, etwa in Afrika. Und die Frage mündet darin, dass man ja dann die Hypothese haben kann, dass die Globalisierung zu hochriskanten neuen geopolitischen Situationen geführt hat und insofern sich auch die Frage stellt, ob die Deglobalisierung eine Chance bietet, hier auf eine stabilere Basis zurückzukehren, oder ist es einfach nun so passiert? Frau Steinwender. Also es ist irgendwo klar, dass sich die politische Macht auch oft mit ökonomischer Macht einhergeht. Von daher sollte es vielleicht nicht so sehr überraschen, dass ein Land, das eben größer wird und wirtschaftlich stärker wird, irgendwo dann auch politisch mächtiger wird. Und dann ist natürlich die Frage, wie das genutzt wird. Also Chinas Bruttoinlandsprodukt ist natürlich massiv gewachsen in den letzten 30 Jahren. Vor 30 Jahren hat man sich da keine Gedanken gemacht, denn das Land war wirtschaftlich einfach nicht kräftig genug, hat man das gar nicht als Gegenspieler gesehen. Die Globalisierung hat den Kuchen größer gemacht, aber natürlich haben viele Länder davon profitiert. Es hat der Westen davon profitiert durch Verfügbarkeit von Produkten, günstigen Produkten, hat sehr stark davon profitiert, und China hat natürlich auch davon profitiert und ist gewachsen. Insofern ist, glaube ich, immer schon klar, dass politische Macht mit ökonomischer Macht auch einhergeht, und das sollte nicht weiter überraschen. Die Deglobalisierung würde, glaube ich, schon zu gewissen Kosten führen und zu ökonomischen Kosten, und daher wird es, glaube ich, eher schwieriger werden, daraus eine Macht zu ziehen. Also wichtiger wäre es eher zu überlegen, wie man mit diesem neuen Machtverhältnis umgeht und wie sich einzelne Länder das eben ja, einfach damit umgehen und zu lernen, damit umzugehen. Ja, wir kommen nun ans Ende unserer heutigen Veranstaltung. Bevor wir aber die Veranstaltung schließen, möchte ich die Diskutantinnen und den Diskutanten auf dem Podium nochmal bitten oder fragen, was Ihnen sehr wichtig erscheint, als so wichtig, dass man vielleicht nochmal in einem Satz zusammengefasst es als Botschaft mit nach Hause nehmen kann an dem Thema der Deglobalisierung. Ich weiß, das ist eine sportliche Frage, aber zunächst mal werden wir sehen, wie Claudia Steinwender sie meistert. Ja, ich glaube, Deglobalisierung, was wir heute gelernt haben, ist, dass Deglobalisierung so nicht wirklich möglich ist, weil Globalisierung eigentlich so viele Facetten hat, und dass man man kann einzelne Ströme kappen, aber die Menschheit möchte sich auch verbinden, möchte voneinander profitieren und wird Wege finden, das zu tun, wird Wege finden, gewisse Trennungen zu umgehen. Ja, das ist so ein bisschen vielleicht mein Takeaway, dass es vielleicht auch ein bisschen unrealistisch ist zu glauben, dass man das auch wirklich stoppen kann. Eveline? Ja, ich finde es sehr spannend, darüber nachzudenken, inwiefern Deglobalisierung oder der neue Begriff, den wir jetzt ja heute Abend auch eingeführt bekommen haben, der Diskonnektivität, zu genau dem Gegenteil führt, nämlich zu mehr Globalisierung, zu mehr Verbundenheit und zu mehr Verflechtungen. Und ich fand diesen Begriff der Bündelung auch sehr interessant, also dass es eben nicht irgendwelche Flows sind, wie wir noch in den 90er Jahren auch nach Aperturei gedacht haben, sondern dass es tatsächlich Bündel sind, die nicht einfach frei zirkulieren, sondern die sehr strukturiert in Machtkomplexe eingebunden sind. Und noch einen weiteren Aspekt möchte ich vielleicht kurz hinzufügen, und das ist der, dass ich es total spannend finde zu sehen, wie durch Globalisierung Vielfalt erst entsteht. Nämlich dadurch, dass Dinge völlig unterschiedlich weltweit wahrgenommen werden, aber global zirkulieren. Das finde ich eine hochinteressante Beobachtung. Roland? Also wenn ich es auf eine Formel bringen müsste, dann würde ich sagen, es ist kompliziert. Und das verbunden sozusagen mit der Bitte oder der Aufforderung, diese Kompliziertheit und Komplexität tatsächlich auch auszuhalten und anzunehmen. Und ich glaube, wir haben viel zu lange so ein sehr simples
Verflechtungsverständnis von Globalisierung gehabt, das uns weder analytisch weitergebracht hat, aber das auch, um das nochmal aufzunehmen, so ein simples Verständnis von Globalisierung macht es halt auch einfacher, wirklich gewisse Dinge rauszunehmen, sie emotional aufzuladen oder komplett abzulehnen. Ich würde sagen, in der Kompliziertheit und Komplexität, die sollte uns nicht abschrecken, sondern wir sollten uns genau damit analytisch auseinandersetzen. Das ist ein schönes Schlusswort von unserem Podium. Mir bleibt es jetzt, unseren Referentinnen zu danken. Ich möchte auch nochmal explizit der Media School Bayern danken, die das technisch umgesetzt hat, sowie der Münchner Universitätsgesellschaft, die uns hier unterstützt und nochmal daran erinnern, dass es natürlich möglich ist, hier zu spenden. Ich möchte weiterhin darum bitten, dass Sie uns Feedback geben zu diesem Veranstaltungsformat. Das ist sehr, sehr wichtig, damit wir es immer besser weiterentwickeln können. Sie können das hier über den QR-Code im Raum tun mit Ihren Mobilgeräten und Sie können es natürlich online zu Hause tun über den QR-Code, aber auch über einen Link. Jetzt wünsche ich allen einen sehr, sehr schönen Abend und danke nochmal gemeinsam mit Ihnen, unseren Referentinnen. Schönen Abend.